Hallo, in diesem Unterricht möchte ich dir gerne etwas über einige bedeutende Persönlichkeiten der deutschen Schule des 14. bis 16. Jahrhunderts erzählen, also über die Fechtmeister oder Schirmmeister, wie sie damals auch genannt wurden, die am Ende anderen Leuten das Fechten beigebracht haben. Die vermutlich bekannteste Person dieser Epoche ist Johannes Lichtenauer. Wenngleich wir kaum Zeugnisse, also eigentlich gar keine Zeugnisse zu seinen Lebensdaten haben, hat er doch die deutschsprachige Fechtkunst des 14. bis 16. Jahrhunderts sehr stark geprägt. Er selbst hat sie nicht erfunden, aber er selbst war vermutlich der erste Fechtmeister, der die Fechtkunst strukturiert in sogenannten Zedeen, den Merkversen, schriftlich festgehalten hat. Vermutlich lebte Johannes Lichtenauer im 14. Jahrhundert, eventuell sogar noch bis ins 15. Jahrhundert hinein. Also man schätzt seine Lebensdaten so von 1360 bis 1450. Er verfasste, wie gesagt, die bekannten Merkverse zum Fechten, die sich bis ins 16. Jahrhundert in manchen Fechtbüchern noch genau in dieser Reihenfolge, wie er sie damals im 14. Jahrhundert hat aufschreiben lassen, genauso befinden sie sich noch da in einigen Fechtbüchern. Sehr wahrscheinlich reiste Johannes Lichtenauer im Rahmen seines Lebens, seiner fechterischen Ausbildung oder auch als Söldner nach Italien, wo er ebenfalls die Fechtkunst von anderen Meistern erlernte oder es einen engen Austausch gab. Denn wir können auch anhand italienischer Fechtmeister und insgesamt über die ganzen Fechtbücher aus dieser Zeit, die uns bekannt sind, feststellen, dass Fechtmeister sehr viel gereist sind, um mit anderen Fechtern in Kontakt zu kommen, um viele Ausbildungsmöglichkeiten in ganz Europa zu haben. So gibt es Fechtbücher, die tatsächlich extra erwähnen, im Bezug zum Beispiel auch zu Johannes Lichtenauer selbst, dass er viele Länder durchfahren hat, um diese wahrhaftige Kunst zu lernen. Die Fechtkunst Johannes Lichtenauers ist aber sehr wahrscheinlich erst bekannt geworden durch einen seiner Zöglinge in vermutlich sogar als zweiter Fechtgeneration nach ihm, den Fechtmeister Paulus Kahl. Wir wissen schon von früheren Fechtmeistern, die in hohen Diensten waren und in dieser Ausbildungstradition nach Johannes Lichtenauer standen. Aber Paulus Kahl ist der Einzige, der einen so großen oder hohen Bekanntheitsgrad erlangte, dass er nicht nur in der Stadt Nürnberg als Fechtlehrer und Söldner nachgewiesen werden kann für ungefähr 1430, sondern sogar um 1450 bereits in den Diensten der Herzöge von Bayern war, wo er sich bis ca. 1480 nachweisen lässt. Paulus Kahl war ein absoluter Verfechter der Lichtenauer Tradition. Er selbst setzt sich gezielt in seinen Fechtbüchern in diese Tradition, indem er die Gesellen, die mit Lichtenauer zusammen gelehrt haben oder in seiner Tradition stehen, in den Fechtbüchern auflistet und sich selbst ganz am Ende in diese Tradition setzt, indem er auch angibt, dass er selbst von einem Meister Stettner das Fechten gelernt hat, der, so sagt er, der beste Fechtschüler von Lichtenauer selbst gewesen sein soll. Ihr wisst alle, wie gut PR heutzutage funktioniert, und genauso hat man auch damals natürlich versucht, sich selbst hochzuloben. Das wird, denke ich mal, sein Ziel gewesen sein. Aber er hat es damit geschafft, die Lichtenauer Tradition in die adlige Gesellschaft reinzutragen. Und ich denke persönlich als Forscher auch, dass dadurch eigentlich die Lichtenauer Tradition erst ihren Weg breit in die Gesellschaft gefunden hat. Paulus Kahl, also ein sehr bedeutender Fechtmeister innerhalb der deutschsprachigen Fechttradition des 14. bis 16. Jahrhunderts. Ein weiterer sehr bekannter Fechtmeister ist Hans Talhofer. Auch über ihn haben wir sehr viele Lebensdaten. Grob gesagt lebte er eigentlich zeitgleich mit Paulus Kahl. Auch Hans Talhofer hat seine Karriere anscheinend in der Stadt Nürnberg in Franken begonnen, war dort ebenfalls als Söldner tätig, was auch eine Theorie bestärkt, dass sich Hans Talhofer und Paulus Kahl kannten. Hans Talhofer selbst setzt sich nicht in die Tradition Johannes Lichtenauers, zumindest nicht gezielt. Man merkt aber anhand seiner Fechtbücher, dass er durchaus Fachbegriffe
oder gleiche Fachbegriffe nutzt wie die Lichtenauer Tradition. Hans Tahofer hat es zu Beginn seiner Karriere nicht in so hohe gesellschaftliche Sphären geschafft wie Paulus Kahl, indem er eher im niederen Adel tätig war als Fechtlehrer. Aber zum Ende seiner Lebenszeit hin hat er es dann auch geschafft, in den Hochadel als Fechtlehrer reinzukommen. So war er in seinem letzten Fechtbuch oder gemäß seinem letzten Fechtbuch von ca. 1467 Fechtlehrer des Grafen Eberhard im Bade, dem ersten Herzog von Württemberg. Eine besondere Persönlichkeit innerhalb dieser Fechtmeister ist der Fechtmeister Johannes Leckküchner. Johannes Leckküchner vermutlich auch aus dem Raum Nürnberg stammt. Also ihr seht schon, Nürnberg ist eine besondere Stadt, wenn es um deutschsprachige Fechtkunst dieser Zeit geht. Seine Besonderheit ist, dass er eine ganz andere Waffe als Schwerpunkt gewählt hat. Er selbst wählte das lange Messer für sein Fechtbuch. Er hat eines oder wahrscheinlich sogar das längste Fechtbuch des 15. Jahrhunderts geschrieben, wo es nur um das lange Messer geht. Das lange Messer, wie gesagt, eine Vorform des Säbels, und Johannes Leckküchner ebenfalls im gleichen Raum wie Talhofer und Paulus Kahl und Johannes Lichtenauer tätig, widmet sein Werk auch den Herzögen von Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein. Zu guter Letzt möchte ich euch meinen Star unter diesen Fechtmeistern des 14. bis 16. Jahrhunderts aus dem deutschsprachigen Raum vorstellen, Joachim Meyer. Joachim Meyer, der vermutlich aus der Schweiz stammte, lebte den Großteil seines Lebens in der Stadt Straßburg. Er selbst war Fechtmeister, war in den Diensten verschiedener Herren, wie sich auch aus seinen handschriftlichen Werken, die uns erhalten sind, nachweisen lässt. Er selbst steht noch in der Tradition Johannes Lichtenauers, erwähnt diesen auch in seinen Werken. In einem seiner handschriftlichen Werke hat er zum Beispiel noch komplett die Lichtenauer Tradition drin, wie sie auch im 14. und 15. Jahrhundert gelehrt wurde. Die Besonderheit von Joachim Meyer als Persönlichkeit ist, dass er das erste tatsächliche Lehrbuch in deutscher Sprache zur Fechtkunst geschrieben hat. Und dass er dies nicht nur geschrieben, sondern auch hat drucken lassen. Wir haben also ein gedrucktes Fechtbuch, das sich an den Schüler richtet. Während sich die älteren Fechtbücher sehr stark an Fechter richten, die schon eine gewisse Grundausbildung gehabt haben und somit die Fechtkunst auch verstehen, wie sie in den Fechtbüchern beschrieben wird, so sagt Joachim Meyer ganz klar, dieses Fechtbuch richtet sich an den Schüler, der entweder noch gar keine Erfahrung im Fechten hat oder schon bei einem Fechtmeister gelernt hat und jetzt Übung braucht. Und genauso ist auch sein Fechtbuch aufgebaut, wirklich mit einem strukturierten Vorwort, das die komplette Fechtkunst strukturiert, dann über verschiedene Kapitel zu den Waffen, vom langen Schwert, dem Dussack, dem Rapier, dem Ringen, mit und ohne Dolch und den Stangenwaffen. Und es ist ein sehr großes Fechtbuch. Dieses Fechtbuch ist so umfassend, dass, so sage ich zumindest, es eigentlich nichts gibt, was er dort nicht beschreibt. Also wer Fechten lernen will in der deutschsprachigen Tradition des 14. bis 16. Jahrhunderts, der muss aus meiner Sicht einfach Joachim Meyer lernen, als Basis, als Grundlage, um sich dann eventuell auf andere ältere Schriften auch auszudehnen. Das, was Meyer in seinem gedruckten Werk schreibt, hat fechterisch gesehen, mal von den Waffen losgelöst, bis heute Bestand. Denn er erwähnt auch Fechttaktiken, wie man sich also gegen verschiedene Gegnertypen zur Wehr zu setzen hat. Und grundlegendes Verständnis, wie wo sehe ich die Blöße am Gegner, wo ich angreifen kann. Also aus meiner Sicht, wie gesagt, das beste Lehrbuch dieser Zeit.